bin der festen Überzeugung, dass unsere fortgeschrittene und technologiebasierte Gesellschaft nicht ohne systematische Reflexionsschleifen auskommen kann. Der Einsatz von Technik hat immer Folgen, wie wir wissen in der Technikfolgenabschätzung, oft in unerwarteten Bereichen. Und daher gilt es vor allem, Technikentwicklung mit Folgenforschung und ganz ohne Tabus zu begleiten. Das ist mein Antrieb. Also es ist so, dass ich sehr umfassend interessiert bin. Ich bin ja Leiter von einem Institut und alles, was bei uns passiert, interessiert mich wirklich zutiefst. Also ich verfolge alles. Und wenn ich jetzt ein einzelnes Thema herausgreifen soll, dann interessiert mich aktuell wohl am meisten dieser vielfältige Einfluss, den Digitalisierung auf die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse hat, also auf Politik und Demokratie. Ich denke, dass wir hier besonders aufpassen müssen, keine Irrwege zu bestreiten. Also die Demokratie ist ziemlich kostbar, aber gleichzeitig sehr fragil. Und die Digitalisierung hat da einen ganz massiven Einfluss. Und ich glaube, darauf sollten wir genau schauen. Also ich habe den Eindruck, dass wir als TA insgesamt ziemlich gut aufgestellt sind. Also was ich so beobachte, ist eigentlich alles Wesentliche im Blick. Allerdings gibt es schon einen Punkt, und das ist jetzt vielleicht doch wieder ein Hype-Begriff, ja, nämlich die künstliche Intelligenz, aber unter einer bestimmten Perspektive, die mir besonders relevant erscheint. Also ich glaube, dass wir uns mit KI intensiver und systematischer auseinandersetzen müssen in Bezug auf deren gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Also nicht nur in Bezug auf Einzelbereiche, das passiert, Algorithmen in dem Bereich, in jenem Bereich, alles Mögliche, Bilderkennung und so weiter. Aber was wir vielleicht noch zu wenig im Blick haben, ist die Gesellschaft als Ganzes. Also was die sozusagen Entwicklung Hinsicht auf künstliche Intelligenz praktisch überall eingesetzt mit uns als Gesellschaft insgesamt machen wird. Ich glaube, das haben wir noch zu wenig im Blick, weil man ja meistens dann sozusagen in einem bestimmten Teilbereich zoomt. Meine kurze Antwort ist, ich würde eine wirklich ausreichend, also gut finanziert dotierte, politisch unabhängige, also nicht eine Agentur des Ministeriums, sondern unabhängig vom Ministerium, eine Agentur für Public Understanding of Science gründen. Diese dann selbstverständlich interdisziplinär arbeitende Einrichtung hätte die Aufgabe, auf Basis der Erkenntnisse von Psychologie, Bildungswissenschaften, Soziologie, Kommunikationswissenschaften, alles was dazugehört, zeitgemäße Aufklärung zu betreiben, in den Schulen, in der Gesellschaft und in der Politik auch, über die Funktionsweise von Wissenschaft. Also gar nicht so sehr die Inhalte, sondern überhaupt, wie funktioniert Wissenschaft? Was können wir wissen, was können wir nicht wissen? Wie funktioniert das? Was ist ein Preprint? Und so weiter. Also Public Understanding of Science in einem sehr generellen Sinne. Und das müsste gut dotiert sein. Und ich glaube, als Wissenschaftsminister könnte man so etwas vielleicht initiieren. Ich glaube, die Antwort darauf muss lauten, Technikfolgenabschätzung lebt von Multiperspektivität, also von verschiedenen Sichtweisen auf dasselbe Thema. Ich glaube, das ist der Kern dessen, was Technikfolgenabschätzung ausmacht. Jetzt ist aber die TA-Community in jedem einzelnen Land, also insbesondere in kleineren Ländern wie unserem in Österreich, aber auch wahrscheinlich gilt das eigentlich für alle, verglichen mit vielen anderen Forschungsbereichen ziemlich klein. Also da gibt es nicht sehr viel unterschiedliche Perspektiven. Und Vernetzung in diesem internationalen Sinne dient dann in meiner Wahrnehmung dem Ausschöpfen des maximalen Potenzials an Perspektiven und dem gegenseitigen Lernen natürlich. Also so würde ich das beantworten. Multiperspektivität, das ist das Wichtigste in der TA, dass wir nicht einseitig auf Dinge schauen, nicht blind sind für anderes und umso mehr wir da einbeziehen, umso besser.